Männer kommen sehr häufig mit dem Thema, dass ihre Augenpartie zu klein ist. Also das sprich, bei Männern sitzen die Augenbrauen viel tiefer von Natur her wie bei Frauen. Man sagt, die sitzen so auf der Orbiterhöhlenrand oder so bis zu 1 Zentimeter drüber, während bei Frauen das so zwischen 1,5 und 2 Zentimeter oberhalb der knöchernen Orbiterhöhle sitzen. So, jetzt kann man, wenn man sagt, es stört unglaublich, weil die immer tiefer kommen und auch das Gesichtsfeld schon eingeschränkt wird, kann man die Augenbrauen anheben, was man dann Augenbrauenanhebung, Browlift nennt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Man kann entweder direkt schneiden, oft haben Männer ja sehr buschige Augenbrauen, sodass man die Schnittführung oberhalb der Augenbrauen macht und da dann ein Stück Haut rausnimmt und dann mit der tieferen Schicht vernäht, dass die Augenbrauen nicht mehr absacken. Diese Methode ist eigentlich die beste Methode, eine Augenbraue anzuheben und von der langfristigen Narbenführung auch ästhetisch am unauffälligsten. Männer haben ja oft, wenn sie ein bisschen älter werden, auch hier lichteres Haar, Geheimratsecken, denn bei der zweiten Methode, wie ich eine Augenbraue anheben kann, muss man Narben entweder hier machen oder wenn man es endoskopisch macht, hier. Und diese Narben fallen bei Männern, je nachdem welche Haartracht sie haben, stärker ins Gewicht, wie wenn die Narben irgendwann in den Augenbrauen verschwinden. Wenn man einen Augenbrauenlift durchführt, muss man sich immer beides anschauen. Oft ist auch die Oberlidhaut, also die Haut an den Oberlidern, zu arg erschlafft und zu viel Fett da, sodass man die Oberlider in der gleichen Sitzung strafft oder vielleicht nur zuerst die Oberlider und dann das Augenbrauenlift, um zu schauen, reicht mir denn eine Oberlidplastik aus, um wieder einen klareren Blick zu bekommen. Man darf nie vergessen, wie verändere ich meinen Typ, wenn ich einen Eingriff durchführen lasse. Weil ein Augenbrauenlift muss man sich genau anschauen, wie hoch ist die Stirn. Wenn man zum Beispiel eine sehr kurze Stirn hat und die Augenbrauen stark anhebt, kann das auch ein bisschen ulkig aussehen, wenn die Augenbrauen zu hoch sind und dann in der Mitte der Stirn zum Beispiel zum Liegen kommen. Ansonsten ist dieses Augenbrauenlift, was zum Beispiel offen ist, mit Narben, die man hier hat, oder mit Narben direkt oberhalb der Augenbrauen sehr einfach durchzuführen und man kann es in örtlicher Betäubung machen. Man muss es nicht in Vollnarkose machen. Der Patient kommt und kann am selben Tag nach einer kurzen Ruhephase nach Hause gehen. Er muss dazu auch nicht nüchtern sein. Er hat Verbände, das sind so hautfarbene Pflaster für so circa 1 bis 2 Wochen und danach zieht man die Fäden oder man kann auch auflösbare Fäden in einzelnen Fällen verwenden. Großartige Zwischenkontrollen sind nicht notwendig. Was sein kann, dass man so 7 Tage ein bisschen geschwollene Augen danach hat oder auch eine geschwollene Stirn, sodass man sich vielleicht für die ersten Tage danach kein großes Ereignis vornimmt. Alternativ kann man versuchen, mit 1, 2 Einheiten Botulinumtoxin die Augenbrauen anzuheben, indem man eben selektiv den Muskel, der nach unten zieht, den lähmt und den Muskel, der nach oben zieht, gar nicht anrührt. Dann kann man eine gewisse Anhebung der Augenbrauen erreichen. Sinnvoll ist es noch, wenn man es kombiniert mit der Zornesfalte, damit die Muskeln, die eben zuständig sind, dass die Zornesfalte entsteht, dass die eben unterbunden sind und dadurch das ganze Auge sich öffnet. Aber man erreicht da gar keinen ganzen Zentimeter, man erreicht vielleicht 2, 3 Millimeter oder 1, 2 Millimeter. Die Haltbarkeit der verschiedenen Methoden. Bei einer Operation sieht man natürlich das Ergebnis sofort und sollte ein Leben lang haltbar sein, lässt aber mit dem Alterungsprozess nach. Je älter wir werden, umso nachgiebiger wird das Gewebe, wird allerdings nie mehr so schlimm sein oder so schlimm werden, wie es vorher war. Botulinumtoxin hält ca. 3 bis 4 Monate, sodass der Effekt nach 3 bis 4 Monaten weg ist.
und fängt auch erst nach 3 bis 4 Tagen an, wenn die Wirkung des Botulinumtoxin eingesetzt hat. Wir haben wie bei jedem Eingriff dieselben Risiken der Infektionen, der Nachblutungen, der unschönen Narben. Beim Browlift jetzt speziell kann es natürlich sein, dass es zu Asymmetrien kommt, dass eine Augenbraue höher wird wie die andere, weil vielleicht irgendein Faden nicht so hält und dann sackt die eine wieder ab wie die andere. Das könnte zum Beispiel passieren, habe ich aber in der Realität noch nicht gesehen. Ansonsten kann die Narbe eben eher auffällig werden und sonst gibt es noch Nerven in diesem Bereich, die die Stirn sensibel versorgen. Der heißt Nervus supercilii oder superciliaris und die versorgen unsere Stirn sensibel, sodass danach die Stirn zum Beispiel taub sein kann, wenn dieser Nerv verletzt würde.